Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Und heute soll es mal ein bisschen um die Fahrzeuge in Battlefield 2042 gehen, insbesondere die Transportfahrzeuge. Wie ihr alle wisst, ist das Hovercraft im letzten Patch genervt worden und umso mehr kommt natürlich eins der wesentlichen anderen Transportfahrzeuge zum Tragen, nämlich der M5C Bolt, ein kleiner Kettenpanzer, ein bisschen vergleichbar mit dem T38 aus Battlefield 5. Allerdings war der T38 auch als Panzer gerankt und demnach auch nicht so oft verfügbar im Game. Ganz anders. Der Bolt ist nämlich unter Transportfahrzeuge geführt und je nachdem, wie viele Transportfahrzeuge auf der Map zugelassen sind, ich denke das Maximum ist so 7 Stück, kann im Prinzip 7 Mal dieser Bolt Mini-Kettenpanzer mit einer 30 mm Gun oben auf dem Dach ausgestattet auf der Map rumheizen. Und was soll ich sagen, das Teil ist absolut insane OP und der absolute Human Slayer, also damit machst du Infanterie sowas von platt, hat auch eine ziemlich abartige Distance, hat zwar eine ordentliche Streuung, aber durch diesen Splash Damage kann man natürlich dennoch einiges auf Distanz auch wegholen. Also dieses Ding finde ich wesentlich anstrengender auch als das Hovercraft, weil zumindest der ist richtig in die Mitte reingebrettert, war auch nicht ganz so schnell wie dieser Kettenpanzer und man konnte den noch relativ gut mit C5 bzw. C4 und oder eben einem Raketenwerfer wegholen. Und das klappt beim Bolt nur relativ beschränkt, weil der nämlich zusätzlich noch eine absolut insane Range hat, wo er eben seine Shots rausballert. Also ich bin mir sicher, das ist der nächste Nerf an Fahrzeugen, der dann angegangen wird. 30 mm Canon auf jeden Fall. Bin mal gespannt, ob das irgendeine Auswirkung auch auf Apache, also das Begleiter-MG hat, beziehungsweise bei dem Transport Jeep haben wir auch nochmal die Möglichkeit, ein 30 mm, also die gleiche Canon oder sogar ein 50 mm auszurüsten. Die 50 mm habe ich selber noch nicht freigespielt. Da muss ich noch mal ein bisschen nachlegen, um das Ganze zu testen. Auf jeden Fall wird da auch ordentlich was rausgehen. Allerdings die Jeeps, da kann man dann doch noch mal ganz gut die Leute auch durch die Türen und Fenster rausholen. Das hat man wie gesagt bei diesem Bolt überhaupt nicht der Fall. Und bevor wir jetzt das Video mit Gameplay und so weiter verlassen, ich habe natürlich ein paar kleine Streaks für euch in dem heutigen Video mit am Start. Vielleicht lasst uns mal kurz die Diskussion führen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr euch da in den Kommentaren dran beteiligt, weil jetzt geht es natürlich los, dass die ersten Patches reinkommen und dass natürlich die ganze Balance-Thematik dann nochmal neu aufrollt, beziehungsweise sich halt einfach verändert. Ich möchte damit nicht sagen, dass zum Beispiel ein Hovercraft, ich fand das gar nicht so OP, weil wie gesagt, wenn man dagegen mit Raketenwerfern und oder C4, C5 vorgeht, dann ist so ein Ding auch absolut schnell platt gewesen. Aber trotzdem, es war natürlich am meisten Leute haben zu diesem Hovercraft geschrien und jetzt wird es halt genervt. So, und wenn das halt immer so das Ding ist, umso lauter die Leute schreien, dann wird es genervt, dann wird was anderes wieder genervt und so weiter, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass irgendwann dieses Gesamtbalancing, was sich DICE dazu überlegt hat, dann in so ein Missverhältnis reinrutscht, dass man am Ende des Tages immer nur noch damit zu tun hat, hin und her zu patchen und das wird genervt und am Ende des Tages kommt das sowieso immer nur raus. Es gibt dann eine Meterwaffe oder 2 Meterwaffen und dann das Meterfahrzeug und so weiter, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, gerade dieser Bolt, der ist natürlich sehr im Verhältnis, allerdings wenn man dann später schon höher gelevelte Flugzeuge hat, wenn man die Helikopter vernünftig einsetzt und eben auch auf Fahrzeuge geht, dann sind die natürlich auch durch einen Heli oder ein Flugzeug relativ schnell plattgeschossen. Das ist natürlich alles Theorie, nur ab und zu hat man halt ein wenig den Eindruck, klar, wenn man natürlich im Level noch nicht so weit ist und auch noch nicht die Möglichkeiten in der Freischaltung, egal ob es jetzt Waffen, Fahrzeugen ist oder vielleicht auch noch gar nicht alle Specialists ausprobiert hat, insbesondere Rao fällt mir halt da ein, weil der hat eben die Möglichkeit, Fahrzeuge zu hacken, Flugzeuge, Helikopter zu hacken, dass die ihre Gegenmaßnahmen gar nicht mehr einleiten können, dann kann man auch diese Fahrzeuge relativ schnell auch platt machen, aber diese ganzen Dinge, die sind vielleicht noch gar nicht so bei allen angekommen, werden noch nicht entsprechend genutzt und dann kommt natürlich immer erstmal der Riesenaufschrei. Das ist OP und jenes ist OP. Dann geht das Gepatche los und wie ich vorher schon gesagt habe, habe ich da ein bisschen die Sorge, dass die gesamte Balance dann irgendwann mal darunter leidet. Aber
beim Bolt bin ich auf jeden Fall auch der Meinung, das Ding muss nochmal angepasst werden und ich bin mir auch sicher, dass es angepasst werden wird. Von daher wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit dem restlichen Gameplay. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Checkt dazu gerne alle Links in der Beschreibung aus und folgt mir auch gern auf allen anderen Kanälen. Ich würde mich freuen. Habt ein schönes Wochenende und as always, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.